Spießig hieß es immer. Langweilig. Heute ist der Kleingarten gefragt wie lange nicht. Die Wartelisten endlos. Eigener Anbau, eigene Ernte, alles Bio. In so einem Garten ist eigentlich immer irgendetwas zu tun. Merkwürdig ist, es findet sich allermeistens doch noch ein Fleckchen für was Neues. Marga Schimmelpfeng hat den Garten gemeinsam mit anderen im letzten Jahr übernommen. Den Vereinsvorsitzenden des KGV Buchang freut's. Die jungen PächterInnen bringen viele neue Ideen in die Gemeinschaft. Man nimmt sich halt irgendwoher Informationen und schaut, wie kriegt man es zusammen. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich schon blanke Theorie. Und was dabei rauskommt, werden wir sehen. Heute hat sich Marga ein solch neues Projekt vorgenommen. Die Devise auch hier: einfach mal ausprobieren. 10 cm Durchmesser hat der Bohraufsatz, das breite Abflussrohr misst 16 cm. Die Position der Löcher hat sich Marga zuvor angezeichnet, damit das Ganze auch schön aussieht. Aber was eigentlich? Ein Erdbeerturm. Sieht schön aus, spart Platz. Das geht auch auf dem Balkon. Das kann man sich ja überall hinstellen. Nimmt ja sehr wenig Platz weg. Und man hat die Erdbeeren nicht auf der Erde liegen. Und hat somit schöne, saubere, pflückbare Erdbeeren. Und wenn's gut läuft, bleiben auch die Schnecken weg von den süßen Früchten. Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wir sind ja erst im 2. Jahr. Wir machen das zu dritt, weil es sind auch 300 Quadratmeter. Und wir haben unten ja viel Fläche zum Bepflanzen. Und da haben wir so unseren Gemüsegarten und jeder hat so seine Favorites und kann hier jeder sich ausprobieren. Es ist eine schöne Sache, weil man einfach hier so ein bisschen auch Luft hat, Raum hat, Space hat, mal ein bisschen runterkommen kann und den Tag so ausklingen lassen kann nach der Arbeit oder am Wochenende sich hier trifft und ein bisschen grillt oder Freunde einlädt und hier ein bisschen sitzt. Der Turm wird nun befüllt, zunächst mit Mulch. Der düngt die Erde und spart gleichzeitig Material. Dann werden die Erdbeeren vorsichtig in die Erde gepflanzt. Ein wenig Draht sichert die Erde im Turm. Alternativ hätte man das Rohr auch hängend gestalten können. Marga aber nutzt den gebrauchten Tontopf für die stehende Variante. Dem Topf hat es jetzt den Vorteil, dass man jetzt unten auch noch mal eine Reihe pflanzen kann. Also entweder einmal komplett rum oder man macht hinten was anderes rein oder man macht vielleicht hier oben noch was rein, was hier auf der Seite runterrankt. Da ist man jetzt völlig frei. Ich würde sagen, das kriegt jeder hin. Es ist relativ einfach, war relativ schnell. Man kann auch ein paar Recycling-Sachen verwenden, wenn man vielleicht noch irgendwo was übrig hat. Der Topf kommt jetzt auf die Terrasse. Ja. Bleibt die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Gießen? Würde ich mich jetzt rantasten und mal reinfühlen und mal schauen, bis wohin alles kommt und ob unten mehr kriegt als oben und wie sich das so gestaltet. Ich denke, das ist eine kleine Erfahrungssache. Und damit auch die Früchte im Topf garantiert sauber bleiben, bekommen sie vorsichtshalber doch noch ein kleines Strohbett. Erfahrungen sammeln, experimentieren, mit Neugierde und Hingabe in der Natur werkeln. Ein Gewinn für die PächterInnen, aber auch für den Verein, weiß der Vereinsvorsitzende Oliver Lang. Nur, wie kommt man überhaupt an so einen Garten? Ganz normal bewerben, den Gartenverein in der Nähe des Wohnortes ausfindig machen, Kontaktadressen suchen, anschreiben, telefonieren, Gärtner direkt vor Ort ansprechen und dann hoffen, dass ein Garten frei wird im Verein. In der Regel 2 bis 3 Jahre Wartezeit ist momentan normal. Aber vielleicht kann man sich ja auch erstmal eine Parzelle mit anderen teilen. Denn die Arbeit eines solchen Gartens wird oft unterschätzt. In der Regel ist ein Kleingarten ca. 300 Quadratmeter groß. Es gibt aber tatsächlich Unterschiede. Tendenz ist aber, dass die Gärtner gerne kleinere Parzellen haben möchten, also 200 bis 300 Quadratmeter. Und auch die wollen erstmal gegossen und gepflegt werden. Es geht aber nicht nur um die Instandhaltung blühender Oasen, sondern beim Obst- und Gemüseanbau auch um die Verwertung der Ernte. Im ersten Jahr, da hatten wir so die Standards Tomate, Gurke, Zucchini. Und ja, es war viel. Wir haben uns mit der Anzahl der Pflanzen etwas nach unten verschätzt. Und wir haben viel Zucchini, Tomaten und Gurken geerntet. Ja. Und eingekocht. Wir werden dieses Mal ein bisschen weniger einpflanzen und alles, was übrig ist, werden wir hier zum Schälen an den Gang stellen. Vielleicht hat noch jemand anders Lust an den übrig gebliebenen Pflänzchen.
Und übrig bleiben, also das ist gar nicht Magas Sache. Deshalb werden die Reste des Erdbeerturms kurzerhand auch noch weiterverwertet. Zu einer Vogel- oder Insektentränke. Das ist jetzt die Resteverwertung. Es ist ein Behältnis, wo sich Wasser drin hält, übrig. Es hat eine schöne Größe, man kann es hinhängen und es gibt noch ein bisschen Deko oben drüber. So schön kann Wiederverwertung sein. In der nächsten Folge wird aus der Villa des Kleingartenvereins ein Ort für Permakultur.